Freunde, der neue Mercedes-Benz Club Black Club, wie ich immer so schön sage, ist raus. Den möchte ich euch heute vorstellen. Das Eau de Parfum, yes, das ist die OVP, kennt man, muss man nicht viel zu sagen. Das ist der Flakon in Rot. Hier haben wir den OG, das Eau de Toilette, das kennt ihr natürlich inzwischen von Mercedes-Benz, die Legende. Und jetzt haben sie nach Jahren einen Ableger rausgebracht. Eau de Toilette, sei schon Eau de Parfum natürlich. Lohnt sich der Duft, das werde ich euch gleich erzählen. Mein Name ist Dennis aus Hamburg, immer noch, a.k.a. Fragrance Talk. Ja, Mercedes Club Black Club, wie ich immer so schön sage, ist der Duft. Beim Flakon hat sich nicht viel geändert. Außer, dass es jetzt rot ist statt orange und dass hier natürlich das Eau de Parfum drauf steht. Hier steht nichts drauf und dass es unten jetzt zu lesen ist. Ja. Sonst hat sich nichts geändert, aber natürlich der Duft hat sich geändert. Und zwar, der Sprüher ist eigentlich gut zum Flakon. Das muss natürlich jeder selbst wissen, ob man den gut findet. Ich finde, ja, hier muss der Finger rein, aber trotzdem sprüht er gut. Und der Duft, er ist sexy, sinnlich, süß, anschmiegsam, schöner Date-Duft gleich vorweg. Und ja, also er ist gut. Also er kann sich gleich neben seinen älteren Bruder stellen. Aber ob er natürlich besser ist als sein älterer Bruder, besser ankommt, das werde ich euch natürlich auch noch jetzt im Laufe des Videos erzählen. Auf jeden Fall, erster Eindruck, wenn ihr ihn aussprüht, ist sexy, sinnlich und schon etwas süßer. Und nicht synthetisch süß, auch nicht aufdringlich süß, aber einfach so, ja, sexy süß. Ihr habt natürlich die Bergamotte in der Kopfnote. So, ich weiß gar nicht, ob die Bergamotte, die natürlich auch bei Eau de Toilette da ist, in der Kopfnote war oder nicht. Auf jeden Fall ist sie auch dort. Aber dann habt ihr was Harziges. Ihr habt was Harziges, was aber irgendwie überhaupt nicht, ja, so auf die Fresse ist. Einfach was Harziges, was trotzdem den Duft mit der Bergamotte am Anfang sehr interessant macht. Aber ich rieche eben auch schon die Vanille. Ich sage ja immer, dass ich viele Sachen, es ist keine Vanille gelistet in der Kopfnote, aber ich rieche sie natürlich schon. Ist ja klar, das ist ja auch ein Bestandteil des Duftes. Im Endeffekt, ich habe jetzt die beiden Düfte nicht im Kopf direkt, die Inhaltsstoffe, aber es ist, sag ich mal so, außer das Harzige hat sich im Endeffekt gar nichts viel geändert. Also hier ist das Harzige zugekommen, was bei diesem Eau de Toilette ja nicht der Fall ist. Das Eau de Toilette ist ja, wenn man es sprüht, es ist eine schöne, tiefe, gourmandige Vanille. Die Vanille muss man mögen, das weiß ich von Haus aus, das mag nicht jeder. Und sie ist, ja, es ist eine dunkle Vanille, die so ein bisschen rauchig rüberkommt, aber richtig sexy, so natürlich sehr lange anhält, ne? Und das ist einfach so für den Preis-Leistung, was man früher bezahlt hat für das Eau de Toilette, das ist natürlich das Preis-Leistung etwas höher, ne? Inzwischen will Mercedes auch Kohle dafür sehen und ja, es ist schon trotzdem genauso geil. Ihr habt auch hier im Eau de Parfum dieses, also es schwingt ja trotzdem die Eau de Toilette Version mit, nur ich finde so ein bisschen mehr fruchtig. Am Anfang hätte ich fast gedacht, dass es so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen kirschmäßig rüberkommt, ist aber nicht drin. Aber so ein Feeling hat man, so ein bisschen Marzipan-Style in meiner Nase. Nicht so direkt Marzipan, aber ihr wisst, was ich meine, so Kirsch, Amarena, Kirschbecher, irgendwie so ein bisschen. Aber das ist gar nicht gelistet und aber so müsst ihr euch dann, denn dieses Harzige wissen, aber harzig ist schwer zu beschreiben, weil ich auch harzige Düfte kenne, die richtig auf die Fresse sind, stark, so richtig dunkel und das ist dieser Duft nicht so. Und ich finde das cool, dass er ein bisschen seine DNA mit drin hat. Es ist eben das Eau de Parfum. Man darf ja nicht vergessen, heutzutage sind ja Eau de Parfum Düfte oft ganz anders. Früher war es einfach ein Ableger. Wenn man früher das Eau de Toilette hatte, früher gab es auch nicht so viel Ableger, dann hatte man das Eau de Toilette. Und dann kam das Eau de Parfum, was grundsätzlich normalerweise stärker war. Heute ist das ja andersrum, dass das Eau de Toilette oft stärker ist und dass das Eau de Parfum ganz anders riecht. Nein, es wurde einfach abgerundeter, besser gemacht früher. Aber hier hat Mercedes das auch so im Endeffekt kreiert. Auch wenn man nicht direkt die DNA hat von diesen. Also im Endeffekt, wenn ihr mich jetzt fragt, sorry, braucht man das Eau de Parfum, wenn man das Eau de Toilette hat? Da sage ich ganz klar,
Ja, es sind keine gleichen Düfte. Es schwingt nur die DNA mit. Also, wenn ihr Fan von diesem Duft seid, es gibt ja auch Fans, die nicht, es gibt ja Fans, die nicht Fans sind, genau. Doch. Es gibt ja Leute, die den Duft nicht mögen. Die sollten den dann aber mal ausprobieren. Aber Leute, die den mögen, die werden den auch mögen, beziehungsweise vielleicht sogar lieben. Hyperkite sind wir, was habe ich bewertet? Sind wir im Mittelteil? Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, Hyperkite 8, CH 7 habe ich gegeben. Das kann sie natürlich immer, ne, eine Bewertung ändert man, genauso wie vom Geschmack her. Aber es ist ein solider Hyperkite, beziehungsweise gute Hyperkite. Das kennt man ja aber auch schon vom Eau de Toilette. Und die CH ist auf jeden Fall da. Ich finde, hier muss man, oder finde ich, dass die CH sogar für mich, für meine Nase ein bisschen besser ist als beim Eau de Toilette. So, weil das ab und zu mal so viel lange weg ist und dann kommt es ab und zu mal, hier habe ich das eigentlich so ein bisschen durchgehend, aber das ist auch immer Tagesform, wie gesagt, auch. Ja, also, mehr muss man eigentlich gar nicht groß zu diesem Duft sagen, außer dass es einen Ableger gibt. Viele haben sich gefreut, ich auch. Ich habe gesagt, oh cool. Und ganz ehrlich, ich wurde jetzt nicht enttäuscht. Das muss man sagen. Ich wurde nicht enttäuscht. Und welcher ist jetzt besser? Ist noch die Frage. Das ist schwer. Ich habe in meinem TikTok-Video erwähnt und gesagt, dass ich das Eau de Toilette ein Mini-Punkt bisschen vor den neuen sehe. Das bleibt jetzt erstmal so. Es kann sich aber auch wieder in, sag ich mal, 3 Monaten ändern. Aber aktuell ist er trotzdem noch ein Tick, wo ich sage, das ist der OG. Okay, der ist noch ein bisschen geiler irgendwie. Aber Mercedes hat da was Gutes gemacht. Darf ich auch nicht vergessen, das ist ein Mercedes-Benz-Duft, ein Autohaus, was einen Duft rausbringt. So, und dafür die Qualität, was Mercedes ja so schon in manchen Düften so auf den Markt gehauen hat, muss ich schon sagen, ist geil. Also die haben, ich habe da hinten, wo ich gerade sehe, 3 Düfte, außer der eine, ja, aber da ist ein Duft mit bei, plus die machen gute Düfte. So, das darf man nicht vergessen. Also das ist manchmal viel besser, als was in der Drogerie steht, von irgendwelchen Musikern, da rede ich jetzt nicht von Rammstein, sondern irgendwelchen anderen oder Fußballern, die auch irgendwie immer dasselbe rausbringen. Und ich hole den hier mal. Zum Beispiel hier. Da haben wir einen Duft. Was ist der Deckel hier mal? So, hier, das Le Parfum. Das gibt's ja, glaube ich, nicht mehr. Aber wisst ihr, wie gut das ist? Das Le Parfum, auch das wahnsinnig gut. So, und jetzt hier, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall unter euren Riechkolben führen und dann schreibt mal runter, wie ihr den findet, falls ihr ihn schon kennt. Und für die Leute, ja, es gibt ein Eau de Parfum. Viele haben das gar nicht mitbekommen. Ja, es gibt ein Eau de Parfum von Mercedes-Benz Club Black Club. Also, Grüße gehen raus an mein Mitglied. Lasst ein bisschen Liebe da bei den Super Thanks unten. Ne? Den Crate auch mal ein bisschen unterstützen. Das ist auch viel Arbeit. Jeden Tag. Ne, ihr wisst gar nicht, viele meinen immer, das ist so nebenbei. Nee, ist nicht nur nebenbei. Nebenbei ist noch was anderes. So, und ne, viel zu tun. Also Leute, Grüße gehen raus aus Hamburg und Hamburg ist jetzt raus.